erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar geht meine Käsekuchenreise weiter. Denn dieses Mal gibt es den weltbesten Käsekuchen ohne Boden. Ist doch eine bodenlose Frechheit, oder? Und ran ans Werk, da brauchen wir Zucker und Backpulver und das geben wir alles zusammen in eine Schüssel und rühren das gut durch. Ach ja, Vanillezucker, Bonbon Vanillezucker darf natürlich auch nicht fehlen. Das rühren wir mit durch. Ja, und auch beim guten Käsekuchen dürfen die Eier nicht fehlen. Die trennen wir in Eigelbe und Eiweiße. Ist doch klar. Ja, und da brauchen wir insgesamt 6 Eier. Ja, und später machen wir ja aus den Eiweiße Eischnee. Aber dazu später mehr. Ja, und auch die Backform können wir schon mal vorbereiten. Wir nehmen die weiche Butter, schmieren damit die Backform ein und geben danach noch ein paar Haferflocken drauf, damit der Boden mit Haferflocken belegt ist. Ja, und gleich danach können wir den Zucker und die Butter in die Schüssel geben und gut und lange durchrühren, damit es nachher schön cremig wird. Natürlich ist es von Vorteil, wenn die Butter weich ist. Ja, und damit ihr Bescheid wisst, ich habe schon eine große Küchenmaschine, aber ich fühle mich einfach mit dem Handmixer einfach wohl. Ja, und wenn wir alles schön durchgerührt haben, dann geben wir Schritt für Schritt die Eigelbe hinzu und rühren dann das Ganze immer für 20 bis 30 Sekunden lang durch. Ja, und damit dieser Käsekuchen wieder ein Geschmackserlebnis wird, geben wir noch Schalenabrieb von einer ganzen Zitrone hinzu. Ja, und nicht nur das, wir quetschen dann die Zitrone auch noch aus und geben den Saft dieser Zitrone auch noch mit hinein. Ja, bei uns Schwaben wird nichts verschwendet. Ja, und bei diesem Käsekuchen gibt es noch besondere Zutaten und das ist der Grieß. Da kommen 50 Gramm mit hinzu. Ja, und gleich danach folgen auch der Quark und die Mascarpone. Dann wird alles wieder schön durchgemixt. Ja, und eine Standardzutat kommt auch noch hinzu, die ist all bei meinen Käsekuchen mit dabei und das ist das Vanillepuddingpulver. Leute, das sieht schon richtig cremig aus. Ja, wir dürfen natürlich den Eischnee nicht vergessen und den machen wir jetzt. Den geben wir dann mit hinzu und heben ihn vorsichtig unter. Aber bevor wir die Quark-Käsemischung in die Backform geben, machen wir uns noch an die Birnen ran und zwar schneiden wir die in Spalten. Jessica? Ah, und jetzt kommt die Backform ins Spiel und zwar geben wir einen Teil von der Quarkmischung in die Form hinein. Ja, dann legen wir die Birnenspalten auf den Teig drauf, aber da muss man sich keinen abbrechen. Und wenn das getan ist, dann geben wir den Rest vom Teig drüber.
Ja, und dann nehmen wir den Kuchenschieber und streichen die Oberfläche schön glatt. Hier ist es jetzt richtig wichtig, das Ganze glatt zu streichen. Ja, und dann sind wir schon fast fertig und da brauchen wir einfach etwas Geduld, weil jetzt geht's in den Backofen. Den heizen wir auf 170 Grad vor und der Kuchen bleibt für 70 Minuten im Ofen drin. Gell, und schön vorsichtig sein, denn man könnte sich ja die Finger verbrennen. Ja, und wenn dann die 70 Minuten rum sind, dann öffne ich den Ofen, aber nur einen Spalt weit und das nur für 30 Minuten. Ja, und dann befreien wir ihn und holen ihn aus dem Ofen raus und lassen ihn abkühlen. Ja, und wenn er dann schön kühl ist, dann können wir uns ein gutes Stück abschneiden. Ja, und diesen Augenblick, den finde ich immer so interessant, weil man weiß ja nie, ob der Kuchen was geworden ist. Lässt er sich gut schneiden? Ist er zu weich geworden? Ist er vielleicht gar nicht durchgebacken? Solche Fragen stellen sich dann. Gut, aber meistens passt der schon. Die Leute um mich drumherum, die sind begeistert von diesem Käsekuchen, aber meine Reise geht weiter, um herauszufinden, ob es noch bessere Käsekuchen gibt. Bis dahin, bleibt dabei, bleibt am Ball. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder einschalten würdet. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.